Christsein im Business. Der Mutmacher-Talk mit Kathleen Kitsche und Walter Stuber. Herzlich willkommen in unserem Podcast Christsein im Business. Heute darf ich ganz herzlich grüßen der Klaus Händel und ich darf auch die Kathleen begrüßen. Letztes Mal ist reklamiert worden, dass die Kathleen gar nicht vorgestellt worden ist. Kathleen, stell dich doch mal selber vor, was du machst. Hallo, ja, für alle, die neu eingeschaltet haben, genau. Ich habe eine kleine Kelterei in der Oberlausitz. Ich mache Fruchtsaft und habe einen Handel dabei, Getränkehandel. Und ja, bin auch im Vorstand vom Fruchtsaftverband mit tätig. Ja, bin also vielseitig. Genau, und mache den Podcast mit dem Walter jetzt eine ganze Weile schon. Hallo, herzlich willkommen. Schön. So, jetzt sage ich noch mal kurz was zu mir. Ja, ich bin seit 31.12.2025 im Unruhezustand. Ich habe meine Geschäftsanteile verkauft und es war mir ein Herzensanliegen, so einen Podcast zu machen, weil ich merke, die Menschen brauchen ganz viel Ermutigung. Und ich bin ganz überrascht über diese Zugriffszahlen. Wir sind die höchste Zugriffszahlen, hat jetzt die Sabine Langenbach gehabt, also Dankbarkeitsbotschafterin mit fast 8.000 bei YouTube und bei Spotify noch viel mehr. So, und jetzt, lieber Klaus, jetzt darfst du dich vorstellen. Kurz und prägnant. Kurz und prägnant, das ist immer schwierig als Unternehmer, kurz und prägnant was zu sagen. Was kann ich erzählen? Ich bin ein echter Badener, im Bruchsal geboren, in Bruchsal arbeite ich. Ich bin irgendwie nicht weggekommen von da. Ich habe eine Berufsausbildung gemacht als Industriekaufmann, als Handelsfachwirt, als Gebäudereiniger und als Gebäudereinigermeister. Und da merkt man schon so ein bisschen, das könnte was mit meinem Beruf zu tun haben. Bin selbstständig seit 1986 und für ein Unternehmen, das mein Opa vor 99 Jahren gegründet hat. Nach meinem Opa hat mein Papa mit dem Opa zusammen das Unternehmen gemacht und ich kam als Angestellter 1979 dazu. Da war man ein echter Familienbetrieb. Wir waren nämlich nur zu dritt. Papa, Opa und ich. Und in dem Unternehmen versuche ich, meine Fähigkeiten an den Mann zu bringen. Wir haben auf der einen Seite einen Großhandel mit Reinigungsprodukten, alles, was man so für die professionelle Reinigung braucht. Und auf der anderen Seite als Hauptstandbein eine professionelle Gebäudereinigung, wo wir alles machen, um ein Gebäude sauber zu halten. Seien es die Fenster, sei es eine Baureinigung oder was ganz wichtig ist, eben die tägliche Reinigung von Büros, Toiletten etc. Das mal ganz kurz. Beschäftigt sind aktuell bei mir 408 Mitarbeiter. Da ist noch Luft nach oben. Der Walter grinst schon so ein bisschen. Spannend. Ja, ich habe irgendwann vor vielen, vielen Jahren habe ich mal gesagt, wenn ich 500 Mitarbeiter habe, dann kaufe ich mir einen Porsche. Das habe ich aber bisher immer noch nicht geschafft. Und wir hatten diese Woche die monatliche Chefbesprechung, da gebe ich auch immer die aktuellen Zahlen weiter und dann habe ich zu meinen Mitarbeitern gesagt, ja, und die aktuelle Mitarbeiterzahl ist 92 bis Porsche. Dann haben alle gewusst, was Sache ist, wie viele Leute bei uns aktuell gerade beschäftigt sind. Also du kannst dir ja jetzt im Vorfeld schon für die Freude ein Matchbox Porsche kaufen, ja, den du über den Ding schieben kannst, über den Schreibtisch schieben kannst. Also ich habe zumindest eine Maus, die ein Aston Martin ist. Früher hatte ich einen Porsche als Maus, aber der ist kaputt gegangen. Jetzt muss Aston Martin her. 99 Jahre ist ja sehr lange so ein Unternehmen, habe ich richtig gehört, 99 Jahre, also nächstes Jahr 100-Jährige. Ah ja, zum 100-Jährigen ist es dann angebracht als Unternehmer, auch seine Wünsche, dass man die erfüllt bekommt. Jetzt gehen wir mal zurück in die Vergangenheit. Das heißt ja Christsein im Business. War dein Opa auch schon christlich unterwegs? Ja, aber anders als ich.
würde ich sagen, ein typischer Katholik, der aber eine Beziehung gehabt hat zu Gott. Mein Opa ist 1986 gestorben, in dem Jahr, wo ich die Firma übernommen habe. Und ich kann mich erinnern, ein paar Tage bevor er gestorben ist, haben wir noch einmal über Gott gesprochen und über die Ewigkeit. Und er wusste, wo es hingeht. Und das fühlt sich gut an. Mhm. Bei meinem Vater war dann, würde ich sagen, schon deutlich mehr an Beziehung zum christlichen Glauben zu spüren. Mein Vater war evangelisch und ich kann mich erinnern, dass ich als Schüler immer mir wieder ein bisschen Geld verdient habe, indem ich mit ihm unterwegs war und die Ware zum Kunden gebracht habe. Und dann gab es immer mal eine Pause. Und wenn eine Pause war das Erste, was mein Vater gemacht hat, das Handschuhfach öffnen und ein verblättertes Losungsbüchlein rauszunehmen. Und bevor es was zu essen gab, wurde die Losung gelesen. Das war so für ihn ein ganz praktisch gelebter Glaube, wo ich erst so jetzt die letzten Jahre merke, das hat mich doch geprägt. Mhm. Damals war es normal, da habe ich mir gar nicht viel dabei gedacht. Aber heute denke ich, war nicht so verkehrt, was der da gemacht hat. Und bist du dann auch in die Kinderschule früher dann gegangen bei deinem Vater oder? Nee, aber in der Landeskirche, in der evangelischen Landeskirche war ich im Kindergottesdienst. Aber so richtig einen lebendigen Bezug zum Glauben habe ich im CVJM gefunden. Und da bin ich im Jungscharalter dazugekommen und nie mehr weggekommen. Also der CVJM beschäftigt mich immer noch, bin im Vorstand, bin aktuell zweiter Vorsitzender und wir haben ganz, ganz kleinen Verein im Bruchsal, aber würde ich sagen, mein Blut hat dreieckige Blutkörperchen, wie sich das für ein CVJMer gehört. Okay. Jetzt ist es ja so, dass heutzutage noch viele noch gar nicht den CVJM kennen. Kannst du mal das mal genau beschreiben, was das Wort überhaupt bedeutet und wie international der CVJM unterwegs ist? Mhm. Also CVJM steht für Christlicher Verein junger Menschen, internationale Bezeichnung YMCA. Viele kennen das Lied von Village People, hat zwar nicht direkt was mit dem CVJM zu tun, aber über dieses YMCA wurde, glaube ich, der Name auch ein bisschen publiker. Ist, glaube ich, der größte christliche Jugendverband der Welt, gibt es in der ganzen Welt. Gehört nicht zu einer Kirche, ist in Deutschland an die evangelische Kirche angelehnt, aber ist eigentlich ein unabhängiger Verband. Und es geht darum, den christlichen Glauben unter jungen Menschen bekannt zu machen, Menschen für ein Leben mit Gott, mit Jesus zu begeistern. Und das hat mich geprägt und prägt mich heute noch. Ich bin gerne CVJMer, auch wenn ich schon ein bisschen zu alt bin für junge Menschen. Und wenn du da zurückblickst in deine Jugendzeit, wo du da angefangen hast, im CVJM Erfahrungen zu sammeln, gibt es da so ein prägendes Erlebnis, wo du sagst, da hat meine lebendige Beziehung mit Jesus angefangen, oder ist das mehr so ein schleichender Prozess gewesen? Es gibt bei mir keinen konkreten Termin. Das gibt's bei mir nicht. Ich bin gewachsen, Stück für Stück, und ich wachse immer noch. Also mein Chef hat viel Geduld mit mir und muss viel mit mir aushalten, aber er lässt mich weiter wachsen. Und ich habe, das waren vielleicht immer wieder so einzelne Glaubensschritte, die ich da gehen durfte. Ich weiß, ein wesentlicher Punkt war, als ein paar von meiner Jugendgruppe auf einer Tagung vom CVJM waren und zurückgekommen sind von dieser Tagung und gesagt haben, bei uns im Bruchsal muss sich was ändern. Und wir haben das ernst genommen und damit einen weiteren Glaubenswachstumsschritt in unserem Verein hingekriegt. Also ich bin, glaube ich, ein Mensch, der gerne auch mal hinhört und sich dann von anderen Leuten auch was sagen lässt und das gerne aufnimmt. Und so bin ich Stück für Stück gewachsen. Nicht nur Also hast du dein 50-jähriges CVJM schon hinter dir? Ein paar Jahre? Ja, schon sehr lange. Das ist richtig.
Und wenn du jetzt, du kannst jetzt schön vergleichen über die viele Jahre. Es hat sich ja Jugendarbeit ja verändert in den ganzen Jahren. Kann man jetzt so sagen, im CVJM hat es eine gewisse Beständigkeit gegeben, dass man sagt, okay, man hat die offenen Abende alle 4 Wochen. Wir gehen regelmäßig auf Freizeiten zusammen oder wir gehen auch zusammen zelten mit den Jüngeren. Ist das geblieben und gehst du dann auch mit zelten? All diese Dinge gibt es in unserem kleinen Verein aktuell. Ne? Wir haben eine Scout-Gruppe, wir haben einen Posaunenchor, wir haben einen Mitarbeiterkreis und das war's schon. Aber wir sind ganz nahe am Landesverband, der ist bloß ein paar Kilometer von Bruchsal entfernt. Und von da kommen sehr viele Angebote. Und was ich persönlich seit vielen Jahren nutze und auch sehr gerne nutze, das sind die Gleitschirmangebote des CVJMs. Ich habe also vor knapp 20 Jahren mit dem Gleitschirmfliegen angefangen. Das ist ein Angebot, das der CVJM Baden anbietet. Da bin ich nicht ganz unschuldig, dass es dieses Angebot gibt. Und ich bin so 2-3 Mal im Jahr mit einer CVJM-Gruppe unterwegs, wo wir dann in die Berge gehen und miteinander uns in der Luft herumtreiben. Da bin ich sehr, sehr gerne CVJMer natürlich. Und da ist tatsächlich auch nicht nur Fliegen angesagt, sondern wir machen auch abends dann oder morgens je nach Wetterlage gemeinsame Bibelarbeiten. Und es ist uns sehr wohl bewusst, was für ein tolles Geschenk es ist, dass wir in der Luft herumfliegen dürfen und Gottes Schöpfung von oben angucken können. Mhm. Nach wie vor eine Sache, die mich unheimlich begeistert. Das wird auch reglich angenommen, nehme ich an, das Angebot, dass dann diese Freizeit dann auch gut gefüllt ist, oder? Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die bekannt geben, ab wann man sich anmelden kann für die verschiedenen Angebote zu dem Paraglider. Und da muss man schnell sein. Wenn es da, was weiß ich, abends um 18 Uhr ging es, glaube ich, dieses Jahr losgeht, dann sitze ich am Computer und dann wird geguckt, dass ich mich so schnell wie möglich anmelde für die ganzen Freizeiten. Hat dieses Jahr funktioniert. Ich bin für 3 verschiedene Freizeiten angemeldet. Ja, also jetzt bist du ja nicht nur im CVJM. Wir zwei haben uns ja bei der Christen in der Wirtschaft, beim Faktor C heute, vor ungefähr 12, 13 Jahre kennengelernt, haben uns auf, glaube auch auf Freizeiten, aber auch mal getroffen. Und du warst ja auch vor kurzem, habe ich gesehen, bei Hope TV mit dem Michael vom Emde. War das dein erstes Interview oder hast du vorher schon, warst du öfters vor der Kamera? Vor der Kamera, so professionell wie bei Hope TV, war ich, glaube ich, noch nie. In so einem richtigen Fernsehstudio war schon nochmal ein schönes Erlebnis. Mit dem Nebeneffekt, dass ich geschminkt wurde. Und wir haben ein paar Fotos gemacht von dieser ganzen Aktion. Eines dieser Fotos ist bei der Industrie- und Handelskammer gelandet. Da laufen jetzt gerade wieder die Wahlen für die Vollversammlung. Und schauen wir mal, ob das Bild gut genug war, damit ich wieder gewählt werde in die Vollversammlung. Aber es war ein schönes Erlebnis, was ich früher schon öfter gemacht habe. Das war so Vortragsveranstaltungen über Christen in der Wirtschaft, also vor Leuten stehen. Das fällt mir nicht so arg schwer, aber ich glaube, da bin ich in guter Gesellschaft, auch mit euch und mit vielen anderen Leuten, die selbstständig sind und das gerne machen. Zum Faktor C oder Christen in der Wirtschaft bin ich übrigens über den CVJM gekommen. Also ist auch schon sehr, sehr lange her. Da war noch die Geschäftsstelle vom CVJM in Karlsruhe und da lag ein Flyer aus von VCK, Verband Christlicher Kaufleute. Und habe ich mir das mal mitgenommen, habe mal geguckt, was die anbieten und bin dann irgendwann mal zu einer Veranstaltung gegangen und bin irgendwann mal zu einer Veranstaltung oder ein Wochenende von junge Christen in der Wirtschaft gegangen, im Dobel bei uns im Schwarzwald. Und da
war ich auf einmal Feuer und Flamme für diese Arbeit und habe gesagt, sowas will ich auch bei uns in Bruchsal haben. Mit Unterstützung vom Verband haben wir dann angefangen, in Bruchsal so Roundtable-Gespräche zu machen, Vortragsveranstaltungen. Aber letztendlich komme ich wieder zu meinen dreieckigen Blutkörperchen zurück. Ohne die hätte ich, glaube ich, den Verband nicht kennengelernt. Und schätzen gelernt, muss ich sagen. Also ich finde es nach wie vor eine tolle Sache, sich Gedanken zu machen, wie man christlichen Glauben und Wirtschaften zusammenbringen kann. Du hast das Stichwort natürlich jetzt schon gesagt, christlicher Glauben und Wirtschaft. Jetzt hast du natürlich ganz, ganz viele Nationen bei dir im Betrieb, habe ich mal mitbekommen. Und was für mich begeisternd ist, du hast auch ein Kreuz hinter dir stehen. Und vor mir. okay, gut. Und vor dir. Und jetzt ist natürlich so, diese verschiedenen Nationen sind ja nicht alle christlich, sondern das sind auch sicher Moslems dabei und vielleicht andere Glaubensrichtungen. Und wie gehst du mit denen um, oder wenn die auch zu dir ins Büro kommen und da ein Kreuz sehen, gerade wenn sie jetzt neu angefangen haben? Sehr selbstbewusst, und ich glaube, das wird gerade auch von bekennenden Moslems positiv angenommen. Da auch schon einige gute Gespräche gehabt. Mir ist mein Glaube wichtig und da stehe ich dazu und das vertrete ich auch. Und wenn jetzt ein Moslem zu mir kommt, dem sein Glaube auch wichtig ist, dann haben wir eine Basis. Wir sind zwar unterschiedlich unterwegs, aber wir haben den Respekt, ja, gegenseitigen Respekt, dass ich weiß, da ist jemand, dem ist es wichtig, als Moslem zu leben. Und der weiß, es ist mir wichtig, als Christ zu leben. Da haben wir ganz andere Basis, um uns auszutauschen. Ich weiß, ich habe mal einen guten Objektleiter in einem größeren Objekt gehabt, der auch aktiver, bekennender Moslem war. Und wir waren öfters mal zusammen irgendwo in einer Kneipe, haben noch was getrunken. Ich ein Bier, er ein Radler, ein Scholle oder was, ja. Und es war so respektvoll, was wir da geredet haben. Wir haben so viel auch voneinander gelernt. Oder ich hatte einen Mitarbeiter bei uns im Großhandel, in der Verwaltung, Türke, ein junger Türke, und es war Ramadan. Und wir sind irgendwann ins Gespräch gekommen über Ramadan. Ich habe sehr respektvoll sagen können, ich weiß, das ist nicht einfach, den ganzen Tag nichts zu essen und zu trinken und dann abends reinhauen und am nächsten Tag wieder. Ich habe schon so Fastenaktionen für mich gemacht. Und so die ersten 2 Tage sind also ein bisschen schwierig und dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Und du machst es jeden Tag neu. Jeden Tag hast du wieder Hunger und freust dich auf das Essen am Abend, ja. Und du machst es aus Glauben. Aber habe ich gesagt, der große Unterschied zwischen uns und euch ist, dass ihr das macht, um euch vor Gott in ein besseres Licht zu rücken, ja, Vergebung eurer Schuld zu bekommen. Unser Gott hat es anders gemacht. Der hat kapiert, die kriegen das eh nicht auf die Reihe. Ich muss das selbst in die Hand nehmen. Und Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, um eben uns diese Möglichkeit zu geben. Das ist der große Unterschied. Und auf der Basis konnten wir dann wirklich ein tolles Gespräch auch miteinander führen. Respektvoll. Ja, ich konnte mehr von ihm verstehen. Er konnte mehr von mir verstehen. Das ist das, was ich sehr, sehr schätze. Klappt nicht immer, aber wenn es funktioniert, sind es tolle Gespräche. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall spannend. Und bei so vielen Mitarbeitern und so viel unterschiedlichen Leuten, denke ich, ist es auf jeden Fall sinnvoll und gut, wenn man natürlich immer respektvoll miteinander umgehen kann. Du hast ja nur gesagt, du bist im CVJM quasi groß geworden und da hast du ja die Firma noch nie gehabt, aber hast du dann, würdest du sagen, deine Wurzeln vom CVJM haben dir dann geholfen, auch als später Geschäftsführer oder in deinem Geschäft sozusagen, da mit den Leuten besser umzugehen, wenn man das irgendwie anders gelernt hat, weil in der Jugendarbeit hat man ja dann auch die ganze Zeit schon mit Leuten zu tun. Also mit Sicherheit war das eine Schule für mich, eine Lebensschule, ja, wo ich einiges gelernt habe. Es gab immer wieder Situationen in meinem Leben, wo ich so einen Schritt weitergekommen bin.
Für mich war auch eine große Lebensschule die Bundeswehr. Ich war 2 Jahre bei der Bundeswehr. Damals musste man noch 1,5 Jahre sowieso dazugehen. Ich habe dann ein halbes Jahr länger gemacht und habe dafür mehr Geld bekommen. Und irgendwann so weit in der zweiten Hälfte meiner Bundeswehrzeit ist mir so die Decke auf den Kopf gefallen, weil ich den ganzen Tag nicht gewusst habe, was ich machen soll. Und da bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Dann hat er gesagt, gut, dann stell einen Antrag auf Reserveoffizier und dann machst du da eben noch eine Weiterbildung. Das habe ich dann auch gemacht und das hat mir auch Spaß gemacht, da wieder eine Aufgabe zu haben. Und dann war aber meine Bundeswehrzeit und danach musste ich so Wehrübungen machen. Und bei so einer Wehrübung war ich dann Chef von so circa 30 Soldaten. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich bin total auf die Nase gefallen. Ja. Die Leute haben sich von mir nichts sagen lassen. Und ich musste lernen, wie ich das besser mache. Wie erreiche ich die Leute? Das war für mich eine Schule. Ja, das hat jetzt nichts mit Christentum oder so zu tun gehabt. Mhm. Ich wollte sagen, ich habe von verschiedenen Stellen immer wieder Erfahrungen sammeln dürfen. Ich habe auch über Christen in der Wirtschaft Leute kennengelernt, die mir wertvolle Tipps gegeben haben. Gerade so als junger Mann, als junger Unternehmer ist man froh und dankbar, wenn man mit jemandem zusammenkommt, der einen Schritt weiter ist und was von dem weitergibt. Das ist das, was ich heute auch versuche, nicht nur indem ich versuche, respektvoll mit meinen Leuten umzugehen, sondern indem ich zum Beispiel auch Coaching-Aktionen mache mit verschiedenen Mitarbeitern, dass ich versuche, denen Tipps zu geben, ja, wie man eine gute Menschenführung hinbekommen kann. Und da erzähle ich denen eben auch von den Dingen, die bei mir nicht so funktioniert haben. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück. Ich hatte vor vielen Jahren einen türkischen Mitarbeiter bei uns im Gerüstbaubetrieb und da ist die Frage aufgekommen, ob er beten darf in der Mittagszeit. Wie gehst denn du damit um? Die Frage ist noch nie aufgekommen bei uns, muss ich sagen. Aber ich denke, ich würde eine Lösung suchen, weil ich Respekt habe vor jemandem, dem sein Glaube wichtig ist. Ja, und dann bin ich mir ziemlich sicher, wir würden eine Lösung finden. Wäre für mich jetzt nicht schlimm, weil wenn ich weiß, jemandem ist sein Glaube wichtig, ja, dann habe ich eine gemeinsame Basis. Dann, was nicht, wie du es gelöst hast, das Problem. Also wir haben es zugelassen, ja. Wir haben es zugelassen, ja. Ja. Also als Respekt. Jo. Es ist natürlich so, du bist jetzt mit 400 Mitarbeitern, viele Nationen. Jetzt gehen wir mal dran, dass also zum Beispiel VW, die haben ja eigene Bibelkreisgruppen, ja. Hast du sowas in deinem Betrieb auch? Habe ich nicht. Also ich habe etliche Christen beschäftigt, aber es ist für mich kein Einstellungskriterium. Einstellungskriterium wollte ich ja nicht, sondern Nee, ob sich sowas gebildet hat. Es gab schon einmal Ansätze. Ich habe zeitlang tatsächlich auch mit Mitarbeitern aus der Firma und mit externen so eine Gebetsgruppe gehabt, wo wir uns bei mir im Büro getroffen haben, aber das ist viele Jahre zurück. Es gibt auch ein paar Mitarbeiter, die mit denen ich auch vom Glauben her sehr eng verbunden bin. Zum Beispiel meine Sekretärin, wir gehen in die gleiche Gemeinde, wir kennen uns über CVM und viele Sachen, schon viele, viele Jahre. Wir können auch mal zusammen beten, wenn für die Firma irgendeine Situation ist. So gibt's Leute, auf die ich zugehen kann, aber wir haben keinen Firmengebetskreis oder sowas. Da kann ich nicht mit denen. Mhm. Du hattest in unserem kleinen Fragebogen hattest du auch kurz erwähnt, dass du gerade am Anfang deiner Selbstständigkeit auch so ein christliches prägendes Erlebnis eigentlich hattest. Magst du da erzählen mal, was für dich so prägend war? Ja, sehr gerne. Ich habe ja vorhin erzählt, 86 habe ich die Firma übernommen und habe dann ein Jahr später begonnen mit der Gebäudereinigung als zweitem Standbein, weil
im Großhandel halt ersichtlich war, dass immer mehr unserer Kunden nicht mehr selbst reinigen wollten, sondern einen Dienstleister gesucht haben. Und ob das Zufall oder Führung war, bei einem Sonntagsspaziergang mit meinem Bruder war auch ein junger Mann dabei, der mit meinem Bruder zusammen eine Kurzbibelschule besucht hat. Und ich habe ihm erzählt von meinen Plänen mit der Gebäudereinigung und hat er gesagt, du, das habe ich auch schon mal. Wenn du jemanden brauchst, der dich unterstützt beim Aufbau von so einer Sache, für ein kleines Gehalt und eine Wohnung, bin ich dabei. Aber nicht für immer, sondern nur so als Stadthilfe. Und so haben wir es dann auch gemacht und der hat mir geholfen, die Gebäudereinigung aufzubauen. Und der hat mich aber auch beobachtet, wie ich so als Geschäftsmann unterwegs war und auch ich Jugendarbeit im CVM gemacht habe, ich da Gruppenstunden abgehalten habe. Und irgendwann hat mich der Dieter angesprochen und hat gesagt, sag mal, das kann doch nicht sein, dass du Andachten hältst im CVM und du arbeitest hier mit Schwarzgeld. Du bescheißt den Staat, das passt doch nicht zusammen. Und dann bin ich stutzig geworden und habe angefangen nachzudenken und habe gedacht, ja, er hat recht. Da gibt's Dinge, die ich ändern muss. Wir hatten damals kleine Kinder, wir haben verschiedene Lieferanten gehabt. Ja, unter anderem haben wir auch in Drogerien eingekauft. Und mit kleinen Kindern braucht man Windeln und Shampoo und Creme und was weiß ich. Und das habe ich in der Drogerie eingekauft. Auf der Rechnung stand aber nicht das, was ich gekauft habe, sondern da stand dann Salzsäure, destilliertes Wasser, irgendwelche Reinigungsmittel, damit ich das über die Firma absetzen konnte. Das war nicht korrekt und das war nicht in Ordnung. Und das war so die erste Geschichte, wo ich gesagt habe, okay, das ändere ich. Und habe zu dem Drogisten gesagt, du, in Zukunft gibt's 2 Rechnungen. Eine für die Firma Händel und eine für den Klaus Händel. Das war noch relativ leicht, das zu lösen. Aber das Dumme war, ich hatte auch viele Kunden, mit denen ich als Großhändler das Gleiche gemacht habe. Also die haben bei mir, was weiß ich, Persil und Lenor gekauft und Haarshampoo. Und auf der Rechnung stand Handwaschpaste, Putzlappen, Hydrauliköl. Und jetzt musste ich auch zu den Kunden hingehen und musste denen sagen, dass ich das nicht mehr machen möchte. Und ich wollte auch ehrlich sein, habe nicht gesagt, ich habe Angst, dass ich vom Finanzamt erwischt werde, sondern ich habe gesagt, dass ich für mich erkannt habe, dass das nicht in Ordnung ist. Es passt nicht zu meinem christlichen Glauben und deswegen bitte ich Sie um Verständnis dafür, dass ich diese Geschäfte nicht mehr machen werde. Und da haben etliche Kunden gesagt, okay, es gibt genug andere Lieferanten, die das nicht so eng sehen wie Sie. Dann werden wir uns eben anderweitig umschauen. Und da hatte ich schon so ein bisschen Bauchweh, oh je, wie wird das? Ja, und dann ging die Firma durch die Decke. Wir haben immer mehr Aufträge bekommen in der Gebäudereinigung. Die paar Aufträge, die ich da verloren habe, die waren überhaupt kein Thema mehr. Es war einfach ein Segen auf der ganzen Geschichte gelegen. Und ich habe was gelernt. Und ich habe dafür auch wieder jemanden gebraucht, ja, der mir was gesagt hat. Und ich war glücklicherweise in der Lage zuzuhören, zu reflektieren und die an mir geäußerte Kritik ernst zu nehmen und was zu ändern. Bin dem heute noch dankbar, ja, für das, was er getan hat. Und hat immerhin, sagen wir mal, auch ein bisschen profitiert von der Arbeit bei mir. Er hat seine heutige Frau beim Putzen kennengelernt. Du hast ja mehrere Kinder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und du hast ein Pflegekind gehabt oder mehrere Pflegekinder. Genau. Erzähl mal, du hast ja dann auch mal einen Floh gehabt, das weiß ich noch, ja. Den hast du auch kennengelernt, gell? Ja, den habe ich auch kennengelernt und ich habe dort eine sehr große Herzlichkeit zwischen dir und zwischen dem Floh erkannt. Und der Floh ist ja dann verunglückt. Wie hast du damals, hast du mit Gott da gehadert oder was hat dich dann umgetrieben danach? Ja, es war also so, dass wir zu Hause waren und auf den Floh gewartet haben. Da war im Nachbarort mit Freunden, war mit dem Moped unterwegs
und ist nie mehr bei uns angekommen, weil er auf dem Nachhauseweg die Vorfahrt genommen bekommen hat. Und parallel kam noch ein zweites Auto, das ihn erwischt hat. Und das hat der Flo nicht überlebt. Wir haben irgendwann dann die Polizei und eine Seelsorgerin gehabt, die uns die schlechte Nachricht dann überbracht haben. Und das ist natürlich ein großer Schock für uns gewesen, den man nicht so von jetzt auf nachher verarbeiten kann. Aber eins war für mich damals klar, mein Vertrauen zu Gott wird dadurch nicht in Frage gestellt. Ich bleibe in einer Beziehung zu ihm, aber ich nehme mir das Recht raus zu sagen, ich habe noch eine Rechnung mit dir offen, du musst mir das irgendwann erklären. Und ich bin bereit zu warten, bis ich von dir eine Antwort bekomme. Das kann dauern. Ich weiß, dass der Flo bei dir in guten Händen ist, aber warum du uns dieses Kind genommen hast, ja, da möchte ich gern von dir irgendwann eine Antwort bekommen. Und damit kann ich leben, dass ich sage, okay, das war eine Situation, der Flo kommt immer mal wieder in meinem Leben vor. Da gucke ich Bilder auf dem Handy an, dann ist irgendwas dabei, wo wir zusammen Skifahren waren oder so. Wir haben tatsächlich viel miteinander erlebt. Und mit 17 Jahren ein Kind zu verlieren, das viele, viele Jahre bei uns war, das ist schon schwierig. Aber ja, mich lossagen von Gott wegen sowas, das kam für mich nie in Frage. Aber traurig sein, ja, auch mit Gott hadern, ihm entgegenzuschreien, ja, was soll das, warum nimmst du mir dieses Kind weg? Das bin ich mir heute ganz sicher, das darf man, das darf jeder Christ. Wir dürfen Gott aussagen, wo wir Not haben, ja, wo es uns schwerfällt, mit so einer Situation zurechtzukommen. Aber dranbleiben, das war für mich die Antwort da. Und nicht anders. Jetzt war ich ganz überrascht, wo ich das gelesen habe. Ich war immer der Meinung, du bist so um die 55 und dann hast du mir da aufgeschrieben, du bist 68. Und dann denke ich mir, naja, der Klaus, der wird vielleicht so sein wie sein Großvater, ja. Der wird dann vielleicht auch mit 80 vielleicht noch im Büro sitzen. Was hast du so geplant für deine Lebensabend? Also mit 80 im Büro sitzen, die Füße auf dem Schreibtisch, eine Zeitung in der Hand und eine Sekretärin, die mir einen Kaffee bringt, klingt für mich jetzt nicht einmal so ganz schlimm. Aber ob das wirklich ein Lebensziel ist, das weiß ich nicht. Ich versuche schon Stück für Stück Wege zu finden, wie es weitergehen kann. Ich habe einen Neffen, der interessiert ist. Meine 4 Kinder gehen eigene Wege, sind zum Teil selbstständig mit zum Beispiel der älteste Sohn mit einer erfolgreichen Physiopraxis und so. Das ist für mich alles in Ordnung. Ich merke auch, wenn ich heute Entscheidungen treffe, bei uns steht ein Kran am Gebäude, weil demnächst der Anbau für unser Verwaltungsgebäude beginnt, uns reicht der Platz nicht mehr. Und ich muss mich nochmal kräftig verschulden und solche Dinge muss ich natürlich auch generationenübergreifend berücksichtigen. Aber im Moment ist es wirklich so, dass ich gern zur Arbeit gehe, dass ich auch merke, ich werde gebraucht, ich bin voll in dem Geschäft mit drin. Ich habe heute gerade wieder ein Gespräch mit einem Mitarbeiter gehabt, der gebraucht wird für eine Führungsfunktion bei uns, der heute Probe gearbeitet hat. Und kurz bevor wir unser Einwahlchaos hatten, kam die Zusage, ich will bei euch anfangen. Ich komme morgen vorbei und unterschreibe den Vertrag. Das sind so Dinge, die mich begeistern. Ja, und da fühle ich mich dann auch nicht so alt, wie ich bin, sondern durchaus lebendig. Ich darf dankbar sein, dass es mir gesundheitlich gut geht, ja, dass ich keine Einschränkungen habe. Ich hoffe, das bleibt auch so. Morgen habe ich einen Checktermin beim Arzt. Da war ich schon lange nicht mehr und irgendwann kriegt man dann so von den lieben Menschen um einen herum Druck gemacht. Man sollte doch mal wieder hingehen. Ja, hoffe ich. Also ich kann da einen Tipp geben, ja.
wo ich meinen Rentenantrag abgegeben habe, haben die Krankheiten begonnen. Oh. Ja, und das haben viele mir bestätigt, ja. Mhm. Also bleib in der Arbeit, da bleibst du gesund. Du hast ja jetzt noch kein Enddatum festgelegt, oder? Du hast jetzt noch nicht konkret überlegt, wann ich jetzt, oder wenn du jetzt in dem Falle ausscheiden willst, so wie das jetzt klang, oder? Ja. Nee, überhaupt nicht. Ich habe bei meinem Vater erlebt, wie man das so als Selbstständiger machen kann. Und das fühlt sich eigentlich nicht so falsch an, was er gemacht hat. Er hat einfach gesagt, ich mache jetzt immer weniger. Also er hat bestimmte Arbeiten gemacht. Ja, und irgendwann hat er gesagt, du, die Arbeit mache ich jetzt nicht mehr. Ich weiß, wir hatten immer Auseinandersetzungen, wenn ich neue Autos gekauft habe. Mein Vater hat immer gesagt, braucht man das? Das kostet doch einen Haufen Geld. Ja, jetzt schon wieder. Und dann habe ich auch einen Weg gesucht, wie ich das vielleicht minimieren kann, das Problem. Mein Vater hat so die Buchhaltung noch gemacht, hat die Rechnung bezahlt. Und dann habe ich halt ein neues Auto gekauft und habe nichts gesagt. Und irgendwann stand natürlich dann mein Vater im Büro mit einer Rechnung in der Hand. Hast du schon wieder ein neues Auto gekauft? Ich sage, ja, Vater, das war nötig. Magst du mal Probe fahren? Magst du das mal angucken? Ja, zeig mal her. Und weißt, dann haben wir dann einen Weg gefunden. Und das ging über viele Jahre, wo mein Vater gesagt hat, das ist jetzt zu viel, jetzt da und da. Und das fand ich gesund. Ich finde es nicht gesund, wenn man so von heute auf morgen rausgeht aus einer Geschichte. Das ist schwierig. Ich habe das bei meiner Bundeswehrzeit erlebt. Ich habe erzählt, dass ich 2 Jahre beim Bund war und so die letzten Monate erst diese Offizierslaufbahn eingeschlagen habe. Und zum Schluss war ich als Fähnrich, so ein angehender Offizier. Und es war mein letzter Tag bei der Bundeswehr. Ich wusste, morgen hast du keine Uniform mehr an. Und alle anderen Soldaten, die waren immer froh, wenn sie endlich diesen Bund hinter sich hatten. Aber ich war irgendwo stolz auf das, was ich erreicht hatte. Aber ich weiß, ich habe mich ewig an dem Tag in der Kaserne rumgedrückt und wollte gar nicht nach Hause gehen. Ja, weil es mir einfach schwer gefallen ist, jetzt da was aufzugeben, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und ich glaube, so geht's auch jemandem, der gerne arbeitet. Da muss man einen Weg finden, der sicherlich für jeden anders aussieht. Also ich kann das gleich, also mit nachempfinden, weil also ich habe von meinem Vater die Firma übernommen 2018 und mein Vater, der ist heute auch noch da und der unterstützt mich nach wie vor in manchen Situationen und Möglichkeiten und ich habe vorher schon viele Jahre in der Firma auch gearbeitet. Also wir haben das eigentlich auch so ähnlich gemacht, dass der Vater eigentlich immer weniger gemacht hat und gesagt hat, also irgendwann haben wir natürlich dann den Cut gemacht, wo wir gesagt haben, okay, ab jetzt bin ich dann die Chefin, aber er steht mir nach wie vor zur Seite, wenn irgendwas ist und hat sich dann halt so rausgeschlichen, sage ich mal. Und von dem her war das schon, ja, auch ein guter Weg halt, genau. Ja, ich glaube, das ist nicht bei jedem gleich. Ich kann mich erinnern, vor einem Jahr ungefähr beim Weihnachtsbesuch, eine Arztpraxis, wo wir schon länger als Dienstleister tätig sind, nettes Gespräch mit dem Arzt. Also er will jetzt langsam die Praxis übergeben, da hat er auch einen Nachfolger und er wird dann nur noch das machen, was er halt gerne macht. Und da habe ich zu ihm gesagt, also verstehe ich gut, ich habe auch keine Lust, im Garten zu schaffen. Na, das sagt richtig, das will ich auch nicht. Ein halbes Jahr später habe ich ihn nochmal getroffen und hat er gesagt, ich gehe jetzt doch raus aus der Praxis. Gute Freunde haben ja gesagt, so wie du gestrickt bist, ja, bist du nicht der Richtige, um in der Praxis zu bleiben. Du wirst den anderen immer im Weg stehen, um denen zu erzählen, was sie besser machen sollen. Und er hat gesagt, das habe ich verstanden für mich. Bin jetzt komplett rausgegangen aus dieser Praxis und schaffe 2, 3 Tage in der Woche am Bodensee in der Klinik. Also ich will noch arbeiten mit dem, was mir Spaß macht, Ja, aber ich will den anderen nicht auf den Füßen rumstehen. Und das muss man halt herausfinden. genau, ja. Wie passt nicht. Ja, Das gibt es da keine Basis, wie man das sagen kann. Jeder muss es so oder so. Ja. Also bei mir war es ähnlich. Also mein Ingolf ist auf der Leiter gestanden und hat Bäume ausgeschnitten, hat zu mir gesagt, du kannst eh nicht loslassen. Ja. Und ich habe mich dann für mich ganz klar gesagt, ich gehe, ich drehe den Schlüssel um, habe am 27.12. noch einen Abschiedsgottesdienst gemacht und wollte dann auch nicht mehr kommen. Aber der MDR hat mich für Filmaufnahmen am 4.1. nochmal gebeten, in die Firma zu kommen. Und jetzt war ich aber war ich jetzt nicht mehr dort.
ich gebe denen noch ab und zu mal einen Tipp, wo ich meinem Sohn mal eine WhatsApp schicke. Das können sie ein bisschen anders machen, wenn ich merke, dass sie was posten oder so. Aber ansonsten möchte ich mich komplett raushalten. Also ich möchte nicht irgendwo reinreden. Und ich mache mein eigenes Geschäft. Und meine Frau wartet schon, dass es Frühjahr wird, dass sie in den Garten geht, ja, dass ich ihr mithelfen kann. Und dann habe ich ja meiner Angestellten, der Ulrike Eckert, mal gesagt, dass ich dann mit der Nagelschere den Rasen schneiden kann. Und das Abschiedsgeschenk war die Nagelschere, ja. Damit Und du genug Zeit brauchst. ja, genau. Und ich habe heute meiner Frau gesagt, wenn wir dann in den Garten rausgehen, dann mache ich dann draußen große Lautsprecher hin, dann kann ich mir dann Podcasts anhören und Hörbücher im Garten anhören. Ja, egal auf welcher Ecke ich bin. Sehr schön. Ich glaube, das muss einfach passen, gell? Ja. Jeder ist ja ein bisschen anders gestrickt. Und so. Das Gespräch mit dem Arzt, das war für mich wirklich ein wertvolles Gespräch. Weil vorher war er noch so euphorisch, ja, das mache ich jetzt so, ja, und nur noch das, was ich gern mache. Und dann mit guten Freunden. Und ich glaube, das ist viel wert, wenn man gute Freunde hat und da auch mal hinhören kann, ja, und Kritik auch annehmen kann, Verbesserungsvorschläge annehmen kann. Das ist sehr, sehr viel wert. Also wünsche ich mir für jeden. Gut. Okay. Lieber Klaus, jetzt kriegst du noch 2 Fragen. Von der Kathleen kriegst du noch eine, von mir kriegst du noch eine. Und dann darfst du auch noch selber erzählen, was du jetzt vielleicht noch nicht erzählt hast. Da bleibt nicht mehr allzu viel übrig. Kathleen. Ja, eigentlich ist meine letzte Frage immer so eine Frage wie, was hat dich noch niemand gefragt und was würdest du gerne mal beantworten? Gibt's da eine? Was mich noch nie jemand gefragt hat. Ich glaube, ich bin noch nie so direkt gefragt worden, wie ich auf die Idee komme mit diesem Gleitschirmfliegen. Das ist für mich, ich habe es euch ja vorhin erzählt, so über CVM und so. Aber reingewachsen in die Geschichte bin ich eigentlich ganz anders. Ich war bei der Bundeswehr, bei der Luftlandedivision und da konnte man sich melden zum Fallschirmspringen, hat dann auch mehr Geld gekriegt. Und damals war ich schon so einer, der es auch ohne mehr Geld gemacht hätte. Und das hat bei mir so diesen ersten Tick gegeben. Aber das hat dann noch einmal, ich war dann ein paar Jahre aktiv, habe mich da als Fallschirmspringer umgetrieben und dann war fertig. Dann habe ich dann nichts mehr gemacht mit Familie und so. Aber das war so bei mir immer im Hinterkopf drin und irgendwann ging es dann halt wieder los. Keine Ahnung, ob das eine Antwort auf deine Frage ist. Das war schön, ne? Fand ich gut. Sehr spontan. Jetzt habe ich mal irgendwo gelesen, dass du eine Inklusionsabteilung hast. Möchtest du uns darüber mal ein bisschen was erzählen? Das sehr gerne, ja. Wir haben innerhalb unserer Firma die Handle Care Abteilung. Das ist so der Nachfolger einer GmbH, die ich zusammen mit dem Caritasverband Bruchsal hatte. 2007 haben wir die Caridel GmbH gegründet, ein Inklusionsunternehmen für Reinigungsarbeiten, wo wir mit behinderten Menschen und nicht behinderten Menschen zusammen Reinigungsarbeiten und Hilfsarbeiten im Seniorenheim ausgeübt haben. 2012 haben wir die Firma beendet und dann war aber kein Ende von der Geschichte, sondern die Caritas hat innerhalb ihrer Strukturen und die Firma Händel innerhalb ihrer Strukturen dann Inklusionsabteilungen aufgebaut. Und wir sind heute eines der wenigen Unternehmen in Deutschland, die eben nicht aus dem Sozialbereich kommen, sondern wirtschaftliche Unternehmen sind, die zusätzlich eben noch diese Inklusionsabteilung haben. Wir haben aktuell so, ich glaube, 10 bis 15 Mitarbeiter, die irgendeine Behinderung haben, die dann mit nicht behinderten Menschen zusammenarbeiten. Und wir bekommen offiziell Geld, um diese
Leistungen, die zum Teil vorhanden sind, ausgleichen zu können, aus der Schwerbehindertenabgabe, die Betriebe zahlen müssen, die zu wenig behinderte Menschen beschäftigen. Da sind wir schon stolz drauf, dass wir diese Geschichte mit Handlecare jetzt auch seit 2012 praktisch auf unseren Fahnen stehen haben. Dann hoffe ich dir eins, dass du jetzt mit deinem Neubau nicht die gleiche Phase machst wie 2008 und 2009. Hast du ja schon mal gebaut und danach hast du ein Krisenjahr gehabt oder vielleicht mehrere Krisenjahre. Dann hoffe ich dir ganz viel dafür, dass das glückt, ja, dass du Glück hast, dass die Geschäfte weiter gut laufen und dass du auch deine 500 Mitarbeiter bekommst. Das ist nicht so wichtig, aber das ist einfach so eine Spielerei. Ja. Aber vielleicht noch ein Satz zu dem Krisenjahr. Das ist schon wichtig, weil das war für mich ein ganz besonderes Krisenerlebnis. Ich war stolz, dass wir jetzt einen Neubau haben, ein repräsentatives Gebäude. Ich konnte mich als Unternehmer zeigen. Und dann bin ich langsam blöd geworden. Dieser Stolz hat mir nicht gut getan. Und ich habe gemerkt, so ganz langsam, Freundschaften gehen kaputt. Und dann kam die Krise. Und rückblickend ist die Krise das Beste, was mir jemals passiert ist. Bin ich Gott heute noch dankbar dafür, dass ich davor bewahrt wurde, stolz zu werden, blöd zu werden. Also es gibt auch Krisen, ja, die kann man sehr dankbar annehmen. Und ich wollte diese Krise, die ich damals gehabt habe, die mir damals überhaupt keinen Spaß gemacht hat, heute nicht mehr missen. Die hat mir richtig gut getan. Die hat mich vorangebracht. Ja. Herzlichen Dank, Klaus, dass du teilgenommen hast. Kathleen, Dankeschön. Danke. Auch Gottes Segen für deine Wege weiter. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank, dass ihr zugehört und mich befragt habt. Abonniere jetzt unseren Podcast, like die Folge und kommentiere. Christsein im Business. Der Mutmacher-Talk. Mit Kathleen Kitsche und Walter Stuber.